Inmitten der eisigen Wälder Niederschlesiens, im Schatten des Schreckens des Zweiten Weltkriegs, entstand ein Plan, der kühn, verzweifelt und beinahe unmöglich war. Im Stalag Luft 3, einem deutschen Kriegsgefangenenlager, streng bewacht von der Luftwaffe, begannen alliierte Offiziere einen der spektakulärsten Ausbrüche der Kriegsgeschichte. 3 Tunnel, Tom, Dick und Harry. Nur einer davon sollte Geschichte schreiben. Mit bloßen Händen, in monatelanger Arbeit und unter Lebensgefahr gruben sie sich ihren Weg in die Freiheit. Der Tunnel Harry wurde ihr Hoffnungsschimmer. 102 Meter lang, kaum 70 Zentimeter hoch, tief unter der Erde verborgen. Und in der Nacht des 24. März 1944 wagten sie das Unvorstellbare. Doch nicht alle kehrten zurück. Von 76 Männern, die durch die Dunkelheit krochen, überlebten nur 3 die gnadenlose Jagd der Gestapo. 50 wurden auf Befehl Hitlers brutal ermordet. Ein Verbrechen, das bis heute nachhallt. Was trieb diese Männer an? Wie gelang die Flucht trotz aller Widrigkeiten? Und wie endete sie für viele in einer tödlichen Tragödie? Begleite uns auf den Spuren des legendären Tunnel Harry und einer Geschichte von Mut, Opfer und der Sehnsucht nach Freiheit. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist es mal ganz speziell für uns oder ja, relativ neu, denn wir sind diesmal in Polen. Also wir sind nicht im Westen unterwegs, denn wir sind im Osten unterwegs und natürlich wieder auf Spuren der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und wir befinden uns hier ungefähr 160 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt in Polen und an dem ehemaligen Standort des Stalags 3 Luft, das heißt Stammlager 3 der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg der Deutschen. Und dieses Stammlager hat man im Prinzip errichtet, um Kriegsgefangene zu internieren. Und das Stalag 3 war eines von 6 großen Stalags der Luftwaffe. Und hier hat man speziell Luftwaffenangehörige anderer Nationen interniert, das heißt Alliierte, die Kanadier, Amerikaner, Briten, aber auch Belgier und Tschechen. Und wir befinden uns hier auch schon im riesigen Karree, denn das war eine damalige Wohnbaracke für die Alliierten. Und was es damit auf sich hat oder welche besondere Geschichte hier zu erzählen ist, das seht ihr in diesem Video, also bleibt dran. So, wir stehen jetzt hier aktuell in einer Wohnbaracke mitten in dem Stammlager. Ich drehe mich hier mal einfach im Kreis. Könnt ihr das noch erkennen? Hier hat man jetzt noch ein paar Balken hingesetzt, um so ein bisschen die Ausmaße von dieser Wohnbaracke darzustellen. Auch so die ganzen Steine oder der Rest von dem Fundament, das fehlt halt hier einfach. Das ist nicht mehr vorhanden. Da in der Mitte sind noch ein paar Steine zu sehen. Aber ansonsten hat man das hier einmal angedeutet. Und so ging das hier parallel weiter, wie man es jetzt halt von anderen Lagersystemen halt kennt. So, dass man halt hier entsprechende Einsicht hat. Und das ganz Besondere an diesem Lager ist, vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch den alten Spielfilm Gesprengte Ketten mit dem Hauptdarsteller Steve McQueen. Das sind alles so Filme, die ich früher auch gerne geguckt habe, aber hier muss ich wirklich ehrlich sagen, hier kannte ich den Namen, aber den Film habe ich meines Wissens nach nie gesehen. Deshalb auf jeden Fall für euch auch nochmal ganz interessant, wenn ihr das hier noch mal so ein bisschen nachvollziehen wollt, was hier abgelaufen ist. Und ich zeige euch jetzt hier mal eben, wir haben jetzt hier so einen komischen Kanal. Und das ist halt wirklich ganz interessant, weil dieser Kanal ist eigentlich ein Tunnel. Und zwar ist das der Tunnel Harry. Und hier steht Eingang. Und jetzt kann sich jeder denken, was nämlich hier passiert ist. Hier hat man Ausbrüche vorgenommen. Und zwar war hier eigentlich Hermann Göring extrem stolz oder hat dieses Lager als ja ausbruchssicher klassifiziert. Aber dem war nicht so. Man hat schon im Vorfeld, gab es 2 Kriegsgefangene, die sich hier unter den Zaun praktisch durchgegraben haben und flüchten wollten. Die hatte man dann zwar auch geschnappt, aber diese ganze Situation hat im Prinzip andere Insassen dazu verleitet, dem halt gleich zu tun und halt versuchen, hier aus diesem Lager halt auszubrechen. Und dieser
ja, Tunnel Harry ist halt ganz berühmt geworden, weil man hier es wirklich geschafft hatte, einen über 100 Meter, also die Angaben, die sind immer ein bisschen unterschiedlich. Man spricht hier von 102 bis 111 Meter, aber letztendlich kann man sich das hier auch einmal abmessen. Führt er hier nämlich aus dem Lager raus. Da vorne ist nämlich auch noch ein Wachturm zu sehen, den man auch hier nochmal restauriert hat. Und da auf der Straße ist im Prinzip auch schon das Lagerende. Ja, und das Ganze führt hier im Prinzip raus. Und der Tunnel ist von der Breite her, Höhe auch nur so um die 70 Zentimeter und hat mehrere Ausbuchtungen gehabt. Das kann man hier mal erkennen. Hier hat man die exemplarisch auch noch mal dargestellt. Wie so, man hat da so U-Bahn-Namen vergeben, die habe ich jetzt aber allerdings nicht mehr auf dem Schirm, wo man praktisch ja, ein bisschen Aushub auch beiseite geschafft hat, aber auch ja, Material hinterlegt hat und aber auch, als die Gefangenen hier durchgeflüchtet sind, dass die sich hier zwischenpositionieren konnten. Das war da vorne auch noch mal. Ja, und das Interessante ist einfach, das waren bis zu 500 Personen hier involviert in dem Stammlager, die davon wussten und daran mitgearbeitet haben. Es wurden hier über 100 Tonnen an Sand, weil der Boden, das seht ihr ja, das ist ja alles Nadelwald, der ist ja so sandhaltig oder ist halt Sand. Den hat man halt hier in der Anlage, also in dem Stammlager verteilt, unter dem Theater. Also hier gab es auch ein Theater, da hat man Material verteilt. Also überall sind die praktisch so hergegangen und haben diesen Sand verteilt. Und das musste man sich auch mal überlegen, dass das auch irgendwie überhaupt nicht aufgefallen ist. Und ja, dass man sowas halt machen konnte, das ist schon wirklich krass. Auch wurde hier extrem viel Material verwendet. Es wurden über 2000 Holzbretter, weil man musste das natürlich unter Tage, also der Tunnel war 8 bis 10 Meter unter der Grasnarbe tief. Man musste natürlich auch, ich sage jetzt mal Vierste, ich weiß nicht, wie es beim Tunnel genannt wird, zumindest die Decke und die Seiten halt entsprechend absichern, damit halt nicht wieder Material von der Tunnelwand einbricht, sondern halt dann draußen bleibt. Also man musste halt wirklich auch Material reinschaffen und das ist halt auch krass, das in einem Kriegsgefangenenlager zu besorgen und dann hier entsprechend zu verbauen. Ne? Ich weiß nicht, ob da nicht der ein oder andere deutsche Soldat hier auch irgendwie vielleicht weggeschaut hat oder was dazu beigetragen hat, dass das halt überhaupt möglich gewesen ist. Das kann man sich schon irgendwie schwer vorstellen. So, das Ganze ist hier größtenteils natürlich auch polnisch geschrieben. Das sind jetzt hier mal ein paar dieser Gedenkplatten, die man jetzt hier aufgesetzt hat. Und hier steht auch schon, die größten Ausbrecher oder der große Ausbruch ist halt hier am 24., also in der Nacht vom 24. auf den 25.03.1944 passiert. Und da ist man im Prinzip nicht ganz im Wald gelandet und praktisch noch in Sicht zu dem Wachturm. Da können wir jetzt mal eben kurz hingehen, damit ich euch das hier einmal zeigen kann, was ich meine. Also man hat ungefähr ein Jahr gebraucht. Ich glaube, am 11. April 1943 hat man hier mit den Arbeiten begonnen, in dieser Baracke, unter einem Eisenofen. Ne? Diese typischen kleinen Öfen, wo man so die Baracke heizen konnte und sich Tee oder Kaffee halt warm machen konnte, weil ihr dürft nicht vergessen, diese Kriegsgefangenenlager waren mehr nach der sind nach der Genfer Konvention geleitet worden und nicht wie jetzt ein KZ, wo es darum ging, jetzt Menschen zu vernichten, sondern es war halt wirklich ein Kriegsgefangenenlager und da hatten die Gefangenen natürlich mehr Annehmlichkeiten, sage ich jetzt mal. Und ja, hier ist im Prinzip der Wachturm. Wir befinden uns jetzt hier, sage ich mal, an einer Lagergrenze und hier wird immer noch symbolisch der Ausbruchstunnel Harry dargestellt und er geht jetzt hier praktisch über die Straße und endet hier vorne an dem Gedenkstein. Hier ist die Straße, die wird es dann früher auch so gegeben haben. Ja, und hier ist im Prinzip der Exit. Hier sind noch Gedenksteine, Stalag, Luft 3.
Und hier auch noch mal der 24. zum 25.03.1944, als der große Ausbruch durchgeführt wurde. Ja, hier könnt ihr das nochmal von der Seite sehen, der riesige Wachturm, der hier restauriert wurde, der zeigt, dass sie sich halt in Sicht zu diesem Wachturm befanden. Und das war halt das Problem, das konnte man sicherlich von dem Lager aus der Perspektive, ihr dürft nicht vergessen, hier vorne wird noch ein großer Zaun gewesen sein, Wachposten, dann haben die ja meistens noch diese Patrouillenwege halt gehabt, ne? Und deshalb ist es wahrscheinlich schwer einzuschätzen gewesen, dass sie hier wirklich in dem Wald landen. Und ihr dürft nicht vergessen, es war halt März, der Boden war halt noch gefroren und die hatten auch Schwierigkeiten, dann diese 8 bis 10 Meter nach oben vorzustoßen. Das hat dann auch 4 Stunden länger gedauert, wie es eigentlich geplant war, um jetzt hier aus dem Boden rauszukommen und dann entsprechend zu fliehen. Und von den über 100 Gefangenen, ich glaube 118 Gefangene, die hier normalerweise hätten flüchten sollen, sind es letztendlich dann auch nur 80 gewesen, wobei von den 80 dann auch wieder 4 Gefangene direkt schon geschnappt wurden beim Rausgehen. Und die anderen 76, die konnten erst noch mal ein bisschen laufen. Aber da wurden auch der Großteil der Soldaten gefangen. Ich glaube, 4 bis 6 Soldaten haben es geschafft oder Kriegsgefangene haben es geschafft. 2 Norweger, glaube ich, die über Schweden dann ein Schiff nehmen konnten und weg sind. Ein Spanier müsste es noch gewesen sein, aber das kann ich noch mal einblenden. Und der Rest sind aber leider wieder geschnappt worden. Und aufgrund dessen hat man dann auch 50 von den Personen oder von den Kriegsgefangenen erschossen. Natürlich mit dem Hintergrund oder mit der Aussage bei der Flucht erschossen. Das war aber nicht so. Man hat die geschnappt, eingesperrt, hat die dann wieder verhört und was weiß ich nicht. Ihr kennt das Prozedere, was man dann in solchen Fällen machte. Und dann hat man sie danach erst erschossen, also nicht auf der Flucht. Und das ist natürlich eigentlich wieder der Punkt, der hätte so gar nicht stattfinden dürfen. Aber um halt ein Exempel zu statuieren, wurde das schon wieder in dieser, wurde es halt so wieder gemacht. Ne? Das ist halt leider das Problem gewesen bei der Sache. Der Plan war bis ins kleinste Detail durchdacht und er war gefährlich. Um das Risiko zu streuen und die Deutschen zu täuschen, begannen die Kriegsgefangenen gleichzeitig mit dem Bau von 3 Tunneln. Tom, Dick und Harry. Tom war als Haupttunnel vorgesehen, lang, tief und direkt in Richtung Freiheit gegraben. Harry diente als Reserve, falls Tom entdeckt werden sollte. Und genau dafür war Dick gedacht. Ein Ablenktunnel, bewusst so platziert, dass er, wenn nötig, gefunden werden konnte, um von den beiden anderen abzulenken. Diese raffinierte Strategie sollte den Deutschen jede Gewissheit nehmen und den Männern eine realistische Chance geben, das Unmögliche zu schaffen, aus einem der am stärksten bewachten Lager des Krieges zu entkommen. Schau mal, das ist noch Keramik hier. Das muss aus dem Sanitärbereich sein. Also man sieht hier auf jeden Fall überall auch noch kleine Relikte auf dem Boden. Nicht nur die großen Sachen, sondern auch noch viele kleine, wenn man jetzt hier nochmal die Augen so offen hält. Einiges. Hier ist sogar auch noch Metall, ne? Sieht mir aber irgendwie, keine Ahnung, von irgendeinem so alten Wägelchen oder sowas. So, wir bewegen uns jetzt einfach mal über das Gelände von dem Stalag 3, weil hier in dem Wald überall jetzt richtig krass noch die ganzen Ruinen verstreut sind. Also es sind jetzt nicht nur einfache Holzbaracken jetzt gewesen, sondern auch viele Funktionsgebäude. Und von denen sieht man halt auch immer noch die Fundamente, beziehungsweise die wurden hier an der Stelle auch noch mal sorgsam freigelegt.
Und hier sind jetzt zum Beispiel einige der Fundamente. Man sieht hier auch noch die Rohre für die Wasserversorgung oder für Abwasser, je nachdem. Die sind hier auch überall noch verteilt. Und jetzt könnt ihr hier auch sehen, hier ist noch, also zumindest sind hier noch einige große Flächen, wo Funktionsgebäude standen. Jetzt sehen wir das hier mal, wir sind jetzt hier in einem Bereich der Sektoren, also es gab mehrere Sektoren, wo das Stalag halt ja, begrenzt wurde. Es gab jetzt den amerikanischen Sektor, es gab den britischen Sektor und hier in diesem großen Bereich, wo wir uns jetzt befinden, stand zum Beispiel jetzt in einem dieser Bereiche, ich glaube das ist hier der britische, ein Theater und dieses Theater hatte jetzt Platz für 350 Gäste, sage ich jetzt mal, oder für Personen. Und hier sieht man halt auch noch mal den deutlichen Unterschied jetzt halt zu anderen Zwangsarbeitslagern oder KZs, dass die Menschen hier ein anderes Leben natürlich hatten. Wie gesagt, wurden nach Genfer Konvention behandelt und bis auf die Thematik mit den Ausbrüchen, wo die Gefangenen irregulär erschossen wurden, ohne Verhandlung, ohne nichts, hatten die Kriegsgefangenen hier natürlich ein deutlich angenehmeres Leben jetzt gehabt. Und nichtsdestotrotz waren sie natürlich gefangen und wollten hier ausbrechen und haben natürlich auch andere Schikanen erleiden müssen. Aber hier gab es jetzt zum Beispiel mal eine Abwechslung bzw. kulturelle Veranstaltungen. Und hier hat man sich halt auch Kostüme aus Breslau oder Berlin ausgeliehen und konnte auch mit Hilfe ja, Geld, was die Gefangenen sich hier auch verdienen konnten durch Arbeit und so weiter, konnten die sich auch zum Beispiel Musikinstrumente und Ähnliches halt für ihre Vorführungen halt kaufen. Ne? Also das war sicherlich eine Ablenkung halt für die Gefangenen. Ne? Trotz alledem sind sie natürlich eingesperrt gewesen. Ja, und um einfach noch mal jetzt zu diesen Tunneln zurückzukommen, es waren ja wie gesagt 3 an der Zahl, war das jetzt zum Beispiel ein Platz, wo man jetzt hier unter das Theater diesen Aushub mit verstreut hat. Ne? Also da kann man sich das mal vorstellen, dann ist das natürlich aus dem Auge, das Ganze, und nicht weiter aufgefallen. Das waren jetzt wie gesagt eine der Plätze, wo man das Ganze halt gemacht hat. Ja Leute, jetzt befinden wir uns hier bei einem Zugang zu den Arrestzellen, die gab es natürlich auch. Das sind halt wieder die Bereiche gewesen, wo auch ja, Soldaten oder Internierte nochmal eingesperrt wurden, wenn sie halt irgendwelche Vergehen innerhalb des Lagers begangen haben und eine Sonderbehandlung bekommen haben, indem sie halt hier teilweise, man sieht das ja hier auch, nur ein kleines Fensterchen, also wenig Licht zur Verfügung hatten. Und haben halt hier, sage ich mal, in Anführungsstrichen ihre Sonderbehandlung halt bekommen. Im Prinzip nur so kleine Zellen. Ich kann hier auch kaum aufrecht stehen. Ich muss ein bisschen gebückt gehen. Ja, und da gab es jetzt hier einen ganzen Block auf der gegenüberliegenden Seite gab es das auch nochmal. Das sieht man auch, hier waren die Türen eingehangen. Ja. So noch ein paar kleine Zellen. Das sieht man übrigens auch, oder wurde es halt auch dargestellt in diesem Spielfilm Gesprengte Ketten. Da gab es halt auch so eine Szene, wo Steve McQueen im Prinzip in dieser Zelle saß. Aber was an der Anlage hier auch schön ist, sage ich jetzt erstmal in Anführungsstrichen, schön ist jetzt relativ, dass es halt in dem Sinne bewirtschaftet wird, nicht zu viel und nicht zu wenig. Also man macht alles drumherum ein bisschen weg, damit man richtig rankommt, aber man überlässt es sich selbst. Wie gesagt, diesen Wachturm in der Front, den hat man halt restauriert oder neu aufgebaut, um einfach die Szenerie darzustellen mit dem Ausbruch über diesen Tunnel Harry. Ja, wir sind jetzt hier immer noch auf dem Gelände
von dem Stalag 3. Und hier ist es ganz interessant, wir haben jetzt hier im Hintergrund das Museum, was man jetzt ganz regulär besichtigen kann. Das machen wir jetzt aber nicht, wie gesagt, Museum, das filmen wir jetzt hier nicht. Aber was jetzt hier nochmal ganz interessant für uns ist, um das Feeling nochmal zu bekommen, man hat hier exemplarisch mal so einen Tunnel angelegt, künstlich, um jetzt hier mal das Gefühl zu bekommen, ja, wie die sich halt hier gefühlt haben. Und man kann jetzt hier scheinbar reingehen und das hier mal so durchspielen und kommt da raus. Das sind jetzt natürlich keine 100 Meter, aber jetzt einfach mal für das Gefühl. Dann machen wir das mal eben. So, hier ist nämlich jetzt zum Beispiel der Wachturm, so wie die Situation ungefähr gewesen ist. Und hier seht ihr jetzt mal diesen Tunnel. Cool, wir können jetzt hier auf so ein Brett gehen. Das hatten die ja da drin. Die hatten im Prinzip sich ja, so ein Brett gemacht. Hier gab es auch Strom. Also in den ursprünglichen Harry-Tunnel gab es auch Strom, wie die das halt alles gemacht haben. Das ist wirklich Wahnsinn. So ein richtiger krasser Ausbruch. Und dann ja, kommt man da im Prinzip raus. Wir sind jetzt hier eingestiegen. Melanie kommt hier auch gerade runter. Und dann können wir jetzt hier scheinbar uns auf das Brett legen und das hier mal durchspielen. Krass. Guck dir das mal an hier. So sieht das aus. Ja, so 70 mal 70 cm. Man kann das hier ungefähr, so mein Arm hier. Und jetzt haben die sich hier durchgeschoben. So, ich werde das jetzt hier einmal so durchspielen im Dunkeln. Ja, könnt ihr das sehen? Wir sehen jetzt das hier ungefähr. Und Melanie nimmt mal das Elend von hinten auf. Oh. So, erstmal stelle ich mich hier wieder an wie der letzte Knirsch. Oh, erstmal hier drauf kommen auf das Brett. Oh. So. Und jetzt geht die Fahrt los. Oh, keine Ahnung, wie viel Meter das jetzt hier sind. Also ich ziehe mich jetzt hier nur ach so, man kann hier, glaube ich weiß nicht, ob ich es hätte von der anderen Seite machen müssen. Weil hier ist so ein Seil drin, ne? Aber da müsste jemand halt das Brett immer vorziehen, oder? So, Leute, jetzt haben wir es, glaube ich, gleich geschafft. Also der perfekte Ausbrecher wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht gewesen. So, hallo. Ja, und dann komme ich hier im Prinzip raus aus dem Tunnel. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das jetzt die falsche Seite war. Ich glaube, hier hätte man reingehen müssen und dann da raus. Ja, aber ich hätte ja jetzt das Brett komplett ja erstmal hier vorbringen müssen. Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit. Nö, jetzt kann hier derjenige hier rein und sich dann da vorziehen. Oder nee, das kann nicht anders gewesen sein, weil jemand braucht ja das Brett auf der Seite. Wir haben es, glaube ich, richtig gemacht. Weil jetzt kann einer da das Brett im Prinzip vorziehen, sich darauf legen und dann hier raus. Aber einfach mal so fürs Feeling war schon ganz interessant. Aber ich denke mal, das sind wenn überhaupt 50 Meter, glaube noch nicht einmal. Und das müsst ihr euch jetzt vorstellen, die Distanz, sagen wir jetzt dreimal so in diese Richtung. Aber echt cool gemacht. Ja Leute, mit diesen Eindrücken wollen wir uns jetzt hier von dem Video verabschieden. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Das war wieder eine ganz interessante Story. Wie gesagt, aus dem Film Gesprengte Ketten. Erinnert mich aber auch ein bisschen an die Serie, vielleicht kennt es auch noch einer von euch, Ein Käfig voller Helden. Die Komödie
mit Oberst Klink und so weiter. Da war es ja auch so ähnlich gemacht. Ne? Amerikanische Soldaten oder alliierte Soldaten in einem Stalag eingesperrt und die hatten meiner Meinung nach auch so einen Tunnel gehabt. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall hier noch ein paar andere Sachen in Polen anschauen. Deshalb bleibt gespannt, was demnächst noch alles auf dem Kanal passiert. Und ja, wenn ihr irgendwelche Informationen dazu habt oder selbst mal hier gewesen seid oder hier gerne hin möchtet, dann schreibt uns auf jeden Fall was dazu in die Kommentare. Und ja, ein Like und ein Abo ist gerne gesehen, kostet euch nichts. Und aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Tunnel Harry war mehr als nur ein Fluchtweg. Er war ein Symbol für Hoffnung, für den unbeugsamen Willen freier Menschen, sich selbst in Gefangenschaft nicht brechen zu lassen. Doch der Preis war hoch. 50 Männer bezahlten mit ihrem Leben, ermordet. Nicht im Kampf, sondern aus Rache. Ihre Namen leben weiter, als Mahnung, aber auch als Vermächtnis. Wenn wir heute an den Ausbruch aus Stalag Luft 3 erinnern, dann ehren wir nicht nur den Mut dieser Männer, wir erinnern auch daran, wie zerbrechlich Freiheit ist und wie entschlossen man sein muss, sie zu verteidigen.